freuen uns, euch was über den Energieatlas Leipzig vorstellen zu können. Das ist eine Koproduktion aus zwei Projekten. Viele Fachbereiche aus Leipzig waren noch beteiligt. Da auch gleich, bevor es irgendwie untergeht, an die Umsetzung von der GDI schon mal ein großes Danke. Und ja, kommen dann an der richtigen Stelle auch nochmal. Unser Ziel ist nämlich, wir wollen Daten erneuerbare Energien zusammenführen, visualisieren und dann in eine gemeinsame Nutzung überführen. Und wie sich das gehört, fangen wir erst mit einer kleinen Vorstellung an. Ich bin Sebastian, ich bin im CAD-Projekt angestellt, komme aus dem Bereich Analytics, habe mich mit KI und Data Science und so schon länger beschäftigt. Bin jetzt mit der Data Science Mania hier in Leipzig unterwegs, eine Veranstaltung, die jetzt zum ersten Mal stattfindet, dank der Data Week. Und habe auch noch einen Podcast. Und meine Kollegin Julia aus Barks hat auch ganz toll mitgewirkt. Die stellt sich jetzt selbst vor. Dankeschön, Sebastian. Genau, mein Name ist Julie Schließhoff. Ich bin Projektmanagerin, auch genauso wie Sebastian, hier im Referat Digitale Stadt der Stadt Leipzig. Bin aber sozusagen im Partnerprojekt oder Schwesternprojekt Sparks beheimatet oder arbeite da und bin von Hause aus Bauingenieur, also komme so aus einer ganz, ganz praktischen Ausrichtung. Mich schon immer so sehr für den ökologischen Holzbau auch interessiert und dann aber gemerkt, ich brauche einen größeren Workbereich und bin daher dann in den kommunalen Klimaschutz gekommen und jetzt sozusagen hier im Referat, um das geballte Wissen mit der Digitalisierung zu paaren. So, Sebastian, geht's weiter mit dir. Und noch ein kleiner Werbeblock, nämlich die Data Week findet im Juni statt, letzte vor der Juniwoche, 26. bis 30. Juni. Wir haben ganz tolle Leute eingeladen. Das ist eine Kooperation hier in Leipzig, Institut für angewandte Informatik organisiert ist. Am Montag ist die OGC, da trifft sich zum EU Green Deal und redet über Datenräume. Dienstag ist vorwiegend durch die Stadt Leipzig und CAD organisiert. Also da haben wir andere Städte zu Gast, die über ihre Projekte reden, über Hitzeinseln zum Beispiel in Paderborn. Fernwärme auch aus Kiel und wir haben auch Leute aus der Energiewirtschaft zu Gast. Und dann geht es die anderen Tage auch noch sehr spannend weiter. Also fühlt euch eingeladen, vorbeizukommen. Wir freuen uns da sehr, das als Netzwerktreffen durchführen zu können und anbieten zu können. So, aber jetzt zum Inhalt. Wir wissen ja alle, warum wir eigentlich in den Projekten arbeiten. Wir stehen mitten im Klimawandel und für diese riesigen Herausforderung. Und hier am Beispiel Sachsen mal die Jahresmitteltemperaturen angezeigt. Ja, die ist nicht mehr so gut durchmischt, die Farbpalette, und man muss bald neue Farben für Rot finden, vermutlich. Und das ist halt der große Anlass, unser warum es uns hier antreibt. In Leipzig hat das dann auch dazu geführt, wie auch in anderen Städten, dass es so 2019, also so auf kurz nach dem Höhepunkt der Fridays for Future Bewegung, auch zum Klimanotstandsbeschluss innerhalb des Stadtrates kam. Und ja, jede Menge Demos, auch jeden Freitag war ja in Leipzig viel los. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf eine Stadtverwaltung, auch auf die Politik. Und das Gute bei uns ist, und das ist bei euch bestimmt auch so, Klimaschutz war schon länger ein Thema. Das kennt man hat sich da schon lange als Stadt mit beschäftigt, war vielleicht nicht so sichtbar, wirkte vielleicht auch nicht so entschieden wie bei so einem Klimanotstandsbeschluss. Und das hat dann auch mal richtig Druck und Tinte auf den Füller gebracht, dass wir da Tempo aufnehmen sollen. In Leipzig haben wir 2014 gab es das Energie- und Klimaschutzprogramm bis 2020. Das wurde auch nochmal erneuert, das ist die KSP 2030. Es gab ein Sofortmaßnahmenprogramm. Und es ist ein sehr umfassendes Programm, wo es auch um Mobilität geht, um Green City Plan, was man noch alles tun kann, wie man klimaneutral werden soll. Und auch die 100 Cities Mission, also die 100 Städte, die bis 2030 anstreben, CO2-neutral zu sein. Da arbeiten wir auch dran, dieses Ziel zu erreichen. Und erstmal die Frage, was ist eigentlich Leipzig? Wie stehen wir da? Und wir sind im mitteldeutschen Raum, eine Stadt, sehr zentral, haben einen riesigen Bahnhof und ist ein sehr viel Altbau, sehr viel aus Altbau geprägt. Gründerzeitviertel haben wir viele, also ist Leipzig extrem stark gewachsen in der Industrialisierung oder kurz danach. Trotzdem haben wir viele Grünflächen. Heute ist es so, dass 20% des Gebäudebestands denkmalgeschützt ist. Und die besondere Herausforderung innerhalb der Stadt für die StadtplanungskollegInnen ist, dass nach der Wiedervereinigung Anfang der 90er hatten wir eine extreme Bevölkerungsschrumpfung, das sieht man in dem Diagramm rechts oben. Und dann ist langsam gestiegen und seit den letzten Jahrzehnten ist es halt sehr, sehr starkes Wachstum. Wir sind jetzt quasi Leipzig, also so ist sehr viel los und mittlerweile ist wir die 8. Stadt in Deutschland. Und heute ist auch Fokus Energie. Können wir mal kurz auf unser Energieportfolio schauen. Im Süden von Leipzig, gehört nicht mehr zu Leipzig, steht ein großes Braunkohlekraftwerk in Lippendorf. Das wird von der LEAG geführt, wird irgendwann abgeschaltet, spätestens 2038.
Und in Leipzig im Stadtgebiet selbst haben wir 2 große Gas- und Dampfturbinenkraftwerke. Eins seit Mitte der 90er, das andere seit letzten Jahren in Betrieb. Und das wurde da angefahren und wir wissen, dass es funktioniert und soll dann intensiver genutzt werden und wird so langsam in den Betrieb reingeführt. Und ansonsten haben wir noch Heizkraftwerke und eine Handvoll BHKWs, die Wärme sicherstellen im Winter. Also das klassische Problem in so einer Stadt. Viele alte Gebäude, wir haben wenig Flächen, um erneuerbare Energien zu platzieren und müssen da irgendwie Wege finden, da zu vermitteln. Was auch ganz spannend ist, schon mal vorweggegriffen auf Sparks, da wird sich auch mit dem Thema Solarthermie beschäftigt, also kommt das auch, die Fernwärme ein Stück weit grüner zu machen. Und dann wären wir schon bei Sparks und da gebe ich gerne an Julia. Ich hatte ja schon gesagt zu Beginn, dass ich in dem Projekt Sparks arbeite und Sparks ist so ein recht sperriger Begriff, der aber einen sehr langen Titel hat. Und zwar ausgeschrieben bedeutet das Sustainable Energy Positive and Zero Carbon Communities. Und darin beschreibt sich eigentlich auch schon das Ziel von Sparks. Es soll sozusagen erprobt werden, wie können positive Energiequartiere geschaffen werden. Und dabei werden auch verschiedenste technische Lösungen mal erprobt und mal so ein bisschen geschaut in einem Reallabor, hat das denn den Mehrwert oder bringt es eher nichts, um dieses große Ziel zu erreichen. Sparks ist ein gefördertes Programm aus dem Horizon 2020, läuft jetzt auch schon seit 3 Jahren und wir befinden uns sozusagen jetzt gerade in der Monitoring-Phase. Das heißt, die ersten 3 Jahre war so Projektumsetzung. Das heißt, die Produkte, die erforscht werden sollen, zu implementieren und jetzt zu schauen, welchen Mehrwert hat das, bringt es auch die Einsparung, die man sich erhofft hat. Leipzig ist mit Espoo da gemeinsam eine Leuchtturmstätte. Das heißt, da ist sozusagen der Fokus drauf. Und dann gibt es sogenannte Fellow-Städte in Europa, die da sozusagen auch dem folgen soll und das auch Sachen weiter, die selber auch Dinge ausprobieren, aber auch Sachen natürlich übernommen werden sollen. Prinzipiell ist es so, dass wir in Sparks das Erforschen an in 3 Demo-Distrikten. Das ist zum einen das Dunkerviertel, also ein Quartier hier in Leipzig, im Leipziger Westen. Das ist eher ein, kann man sagen, reines Wohnquartier. Also da haben wir sozusagen eher die Zielgruppe BewohnerInnen in Mietshäusern. Und dann haben wir die Baumwollspinnerei, die ist auch recht bekannt, auch international, weil es vor allem da auch viele Künstlerateliers gab und gibt. Da sind aber eher eine industrielle oder irgendwie konventionelle oder kommerzielle Mieterschaft. Also ist eher ein Gewerbebereich. Und dann gibt es noch das virtuelle Kraftwerk und dieses verbindet sozusagen mehrere technische Lösungen, werden sozusagen in dem virtuellen Kraftwerk zusammengefasst. Und das Besondere, denke ich, bei dem Sparks virtuellen Kraftwerk ist da auch nochmal, dass sozusagen auch eher geguckt wird innerhalb der Stadt, was gibt es da für Potenziale und wie können wir die nutzen. Also oft sind virtuelle Kraftwerke so, dass sozusagen außerhalb der Stadt, also eher im Umland nach Potenzialen gesucht wird und die zu nutzen, also erneuerbaren Energiepotenziale, und in Sparks versuchen wir aber genau eher die Potenziale innerhalb der Stadt auch zu nutzen. Wir haben in Sparks mehrere Projektpartner, das ist zum einen die Stadt Leipzig, als auch die Leipziger Stadtwerke natürlich, die WSL, was die 100%ige Tochter der LBB ist, also die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft, Fraunhofer und Cinero, auch ein Energiedienstleister und natürlich auch noch eine wissenschaftliche Begleitung, die von der Uni kommt. Es gibt noch assoziierte Partner wie BMW, die LBB, der Neue e.V. Oder das SpinLab. Und jetzt wollen wir es schon gleich auf den Punkt bringen. Und zwar gibt es ja diese 2 Projekte, Sparks und CAT. Und jedes Projekt hat für sich so ein Stück weit eine andere Herangehensweise an Themen. Und genau das haben wir aber erkannt, dass das super gut ist und diese beiden Projekte sich auch sehr gut ergänzen. Und deshalb kamen wir eigentlich relativ schnell zu der Erkenntnis, Sebastian und ich, dass es Sinn macht, die Projekte gemeinsam zu denken, weil sie sich auch einfach super ergänzen. Sparks so ein Stück weit mehr aus diesem Quartiersansatz, also wie kann man bezogen auf die örtlichen also Quartiere, die es auch in der Stadt gibt,
auch noch mal 'n Stück weit viel mehr so diese praktische Erprobung auch von Lösungen, von technischen Lösungen. Und wir bringen in Spark sozusagen auch durch die Partner 'n großes Netzwerk mit. Und wir wollen auch in Sparks noch mal viel klären, auch was ist überhaupt so die Rolle der Stadt? Also, wo kann die Stadt selber Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Energiewende? Und Kat heraus hat aber wiederum den Ansatz, eher diesen zu schauen, wie georeferenzierte Kartendarstellungen halt bringen, um sozusagen diese digitalen Zwillinge zu erstellen, aber da sozusagen auch Potenziale sichtbar zu machen, zum Beispiel von erneuerbaren Energienpotenziale und ist auch das CAD-Programm oder Projekt viel mehr IT-getrieben. Und genau da ergänzen sich beide Projekte super miteinander und aus dieser Synergie haben wir da auch den Energieatlas gemeinsam erarbeitet. Auch natürlich auch mit der GDI zusammen. Um noch mal 'n Stück weit mehr darauf einzugehen, was die Rolle der Stadt sein kann in der Energiewende, ist vor allem, dass es auch als Stadt nicht immer so einfach ist, Hebel in Bewegung zu setzen, weil wenn man sich zum Beispiel den Wohnungsmarkt anschaut, gibt es zwar ein kommunales Wohnungsunternehmen, aber da ist natürlich größenmäßig gar nicht der Hebel so groß, um da also bei dem kommunalen Wohnungsunternehmen schon, aber natürlich bei den anderen, die in der Stadt auch vertreten sind, diese einzubeziehen oder da gibt es keine Handhabe. Und wenn man sich aber anschauen kann, was die Stadt machen kann, ist es natürlich schon zum Beispiel mehr einen Gesamtüberblick darüber zu bekommen, wie der Ausbau an bestehenden erneuerbaren Energieanlagen ist, aber auch was die Potenziale sind. Und auch, um daraus heraus auch dann die Maßnahmen zu entwickeln. Natürlich ist die Stadt dann auch immer in der Rolle, als ein Vernetzer aufzutreten, auch ein Motivator und auch als eine beratende Funktion. Aber um das auch erst mal gut ausüben zu können, braucht die Stadt selber ja auch einen Gesamtüberblick. Was funktioniert denn gerade auch in der Stadt und was gibt es für Potenziale und was ist davon schon auch umgesetzt? Man muss vorweg noch sagen, dass es sozusagen im kommunalen Klimaschutz so auch 2 Werkzeuge gibt, die man sich auch noch benutzen kann. Das ist zum Beispiel auch die Erstellung von Klimaschutzkonzepten oder sogenannten energetischen Quartierskonzepte. Beide Formen können auch gefördert werden. Und das Vorgehen bei den beiden Konzeptarten ist eigentlich immer genau, dass man im ersten Schritt sozusagen setzt die Stadt sich ein Ziel, zum Beispiel die Zielsetzung bis 2040 klimaneutral zu werden und dann guckt man, wie kann das erfolgen. Und dann ist es so, dass man sozusagen im ersten Schritt immer erstmal Daten sammelt. Man sammelt diese, wie zum Beispiel, wie ist der aktuelle Ausbau der erneuerbaren Energieanlagen, was habe ich, um den Ist-Zustand auch abbilden zu können. Dann geht man in eine Potenzialanalyse, das heißt, man schaut, welche erneuerbaren Energiepotenziale gibt es denn im städtischen Raum? Und dann zu gucken im nächsten Schritt, ja, wie kann ich wende ich sozusagen den Blick in die Zukunft, erstelle Szenarien, um dann zu gucken, ja, reichen die Potenziale, die ich habe in der Stadt oder muss ich da andere Schwerpunkte setzen? Das heißt, in diesen ersten 4 Schritten sind wir eigentlich relativ analytisch unterwegs. Und dann kommen vor allem die letzten hinteren 3 Schritte sind eigentlich oder die ersten 4 Schritte, sagen wir mal so, bilden eigentlich die Grundlage, um 'ne Arbeitsgrundlage zu haben, dann auch Maßnahmen abzuleiten. Also, weil erst wenn ich weiß, wie viel Potenzial ich habe, wie viel Ist-Ausbau ich habe, welche Potenziale ich nutzen kann, um mein Ziel zu erreichen, macht es Sinn, Maßnahmen abzuleiten und die Maßnahmen auch zu bewerten und natürlich dann auch in weiteren iterativen Schritten sozusagen mit anderen Ämtern in die Abstimmung zu gehen. Es ist aber so, dass gerade dieser vordere Bereich des Datensammelns und Anreichern sehr zeitaufwendig ist und da setzten wir eigentlich an, dass wir auch gesagt haben: „Okay, wir wollen eigentlich diese Zeit, die wir brauchen wir so viel Zeit, um Daten zu sammeln, wollen wir uns eigentlich so 'n bisschen sparen und eher schon 'ne Vorarbeit leisten, damit dann hinten raus auch viel mehr Zeit ist für die Maßnahmenentwicklung und Bearbeitung und vor allem Umsetzung.“ Weil schlussendlich ist ja nicht die
plus durch die Umsetzung können auch tatsächlich Treibhausgase eingespart werden. Aus dieser Motivation heraus haben wir dann uns der Frage gestellt, warum dauert denn das so lange überhaupt, die Daten zu sammeln? Da wird eigentlich relativ schnell klar, weil man sozusagen in der Datenrecherche sich verschiedensten Datenräumen Räume nutzen muss. Ja? Also vor allem, wenn man in der Ist-Analyse ist es so, dass man eigentlich so ein Stück weit auf eine Suche geht und mit seinem kleinen Dateneimerchen von einem Datenraum in den nächsten geht und Daten einsammelt. Und genau dieses Daten einsammeln, Daten auch synchronisieren, plausibilisieren, hat halt einen gewissen Mehraufwand und das braucht auch lange. Und daher haben wir da auch gedacht, hier wollen wir auch ansetzen und wollen den Energieatlas entwickeln, damit wir sozusagen genau diese Zeit, die wir hier vorne haben, diese 50% und für die Ist-Analyse, also Datenbeschaffung, als auch für die Potenzialanalyse, dass wir das eigentlich schon bereit haben und dann auch, um schneller Maßnahmen umsetzen zu können. Was kann man sozusagen sagen? Wir haben ein großes Ziel einer Klimaneutralität 2040 oder wenn man nach der EU-Mission geht, sogar noch einer Klimaneutralität bis 2030. Aber es fehlen so ein Stück weit die Werkzeuge, um schnell Analysen fahren zu können. Analysen dahingehend, schnell zu wissen, wie ist denn gerade der Ausbauzustand an erneuerbaren Energieanlagen in Leipzig? Was habe ich denn auf der anderen Hand für Potenziale an erneuerbaren Energien? Oder auch erkennen zu können, zum Beispiel, in welchen Quartieren oder Stadtteilen habe ich denn ein sehr hohes Potenzial an erneuerbaren Energien? Oder wo habe ich schon sehr viel auch getan, aber und auch zu erkennen, in welchen anderen Stadtteilen ich sozusagen das auch noch mehr fördern muss, dass der Ausbau an erneuerbaren Energien getrieben wird. Da setzen wir an mit dem Energieatlas. Genau, wir wollen nämlich diese ganzen Fragestellungen in einem Atlas gemeinsam darstellen. Das heißt, es gibt ein Kartenmaterial, ein Atlas, der zum einen die Potenziale darstellt. Das im ersten Schwung ist es sozusagen, sind es die Photovoltaikeignung der Dächer, als auch die Solarthermieeignung, aber auch die Gründacheignung. Vor allem, das ist so eine Besonderheit auch in Leipzig, dass wir da sozusagen auch, Leipzig will ja auch Schwammstadt werden und will vor allem auch diese Gründächer fördern. Und da müssen wir natürlich auch gucken und herausfinden, welche Dächer sind denn besonders geeignet. Ich glaube, bei Photovoltaik, Solarthermie und Gründach muss man immer noch mal vorwegnehmen. So ein Solar oder so ein Kataster kann natürlich jetzt nicht Fragestellungen beantworten, was zum Beispiel die Statik ist, aber wir können im ersten Schritt erkennen, welche Dächer sind aufgrund ihrer Dachneigung und Ausrichtung sozusagen sehr gut geeignet für dieses Vorhaben. Aber auch ganz wichtig, wir stellen in dem Energieatlas Bestandsinformationen dar, zum Beispiel welche Gebäude sind denkmalgeschützt. Und das ist eine Herausforderung, die wir gerade in Leipzig sehr stark haben. Sebastian hat es ja vorhin gesagt, rund 20% der Gebäude, des Gebäudebestandes sind denkmalgeschützt. Und da setzen natürlich auch nochmal andere, müssen wir auch anders herangehen. Und wir können zum Beispiel ein Dach nicht danach nur bewerten, ach, ist super, es hat eine Südausrichtung und das hat damit ein sehr hohes PV-Potenzial zum Beispiel. Ja, wir müssen auch mitdenken, ist denn dieses Haus denkmalgeschützt und ist es überhaupt denkbar, auf diese Südseite zum Beispiel eine PV-Anlage zu setzen. Dann wollen wir aber auch darstellen oder haben es auch schon dargestellt im Atlas, welche bestehenden PV-Anlagen gibt es denn schon überhaupt in Leipzig, um dann genau diesen Abgleich zu machen, wie weit sind wir denn in dem Ausbau der erneuerbaren Energie. Ebenso werden die Ladesäulen, also Elektroladesäulen dargestellt, aber natürlich auch die Elektrospeicher. Und ganz wichtig, um wieder auch zu erkennen, die Menschen, die innerhalb der Verwaltung arbeiten, welche Gründachfördergebiete gibt es zum Beispiel, um dann auch zu erkennen, oh, ich habe hier besonders großes Potenzial einer Gründacheignung und super, es ist auch noch ein Gründachfördergebiet, da heißt, könnte ich sozusagen auch
Maßnahmen entwickeln, die zum Beispiel das auch mehr bewerben. Da sind wir sozusagen auch schon bei einem der Lösungen. Wir wollen sozusagen diese verschiedenen vielen Datenräume, die wir ja vorhin auch gezeigt haben, zu einem Datenraum verbinden, damit wir dann sozusagen auch die Möglichkeit haben, verschiedenste Fragestellungen lösen zu können mit dem Energieatlas, weil die Energiewende einfach zu komplex ist. Wir haben mehrere Fragestellungen, die immer wieder aufkommen, wie zum Beispiel, nutze ich eher mein Dach für eine Dachbegrünung oder nutze ich es eher, um eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen, oder macht es nicht viel mehr Sinn, eine Solarthermieanlage zu bauen? Das heißt, ich habe eigentlich mehrere Potenzialanalysen, die ich fahren kann, und muss mich an irgendeinem Punkt ja entscheiden, welchen Weg gehe ich. Also hole ich mir eher die Wärme zum Beispiel aus der Geothermie, also aus dem Boden, oder packe ich eine Solarthermieanlage aufs Dach? Und da soll der Energieatlas Antworten geben können, schneller Antworten geben können und sozusagen ein Instrument für die Verwaltung auch darstellen, um schneller Maßnahmen zu entwickeln oder beziehungsweise sich auch noch mal mehr Zeit nehmen zu können, um Maßnahmen zu entwickeln, um diese dann auch gemeinsam mit den anderen Fachämtern auch entwickeln zu können. An der Stelle übergebe ich an meinen Kollegen Sebastian. Wir sehen jetzt, wo der Energieatlas sich entwickeln soll, was er gerade tut. Da ist jetzt noch nicht sehr viel CAD. Bei CAD geht es darum, was für Wenn-Szenarios bauen, Analysen fahren. Und da wird es jetzt, wo auch die Energieexpertise auf NUI ja auch tief reinkommt, wird dann auch uns die Frage stellen in einem definierten Quartier, wie ist da eine möglichst CO2-arme Energieversorgung sichergestellt? Dann möchten wir gern in die Tails von diesen Simulationen gehen. Also, was passiert in Extremszenarien? Was passiert mit dem Verbrauchsverhalten, wenn ich einen heißen Sommer habe? Wie verändert sich dann die Nachfrage nach Strom? Wo kriege ich dann den zusätzlichen Strom her? Was passiert in einem sehr kalten Winter? Wie sieht dann meine Wärmeversorgung aus? Wir wollen das nicht lösen. Das machen Energieversorger. Wir haben ja vorhin gezeigt, dass wir ein starkes Stadtwerk haben, das auch jeden Tag weiß, was es tut. Aber wir möchten innerhalb der Stadt verstehen, was die Fragen bedeuten, was die Implikationen darauf sind für unsere Planung. Weil die eine Sache ist zu sagen, wir wollen überall grüne Wärmeerzeugung, die aus Solarthermie kommt. Da musst du ja auch die Frage stellen, was ist, wenn es dunkel ist im Winter und sehr, sehr kalt? Reicht es dann? Und als diesen Tisch zu schaffen, wo man drüber reden kann. Unser Leipziger Projektleiter Mirko Milford, das mal so schön zusammengefasst, der digitale Zwilling doch bitte so ein virtueller Treffpunkt sein soll, so ein Arbeitsmittelpunkt, wie so ein Lagerfeuer. Treffen sich alle Gewerke, alle Leute, wir reden zusammen, wir entwickeln zusammen Ideen und dann sind wir alle gut drauf und gehen raus und setzen das um. Und das Bild ist super, das hat uns auch so entflammt. Und jetzt aber die Frage, wie kommen wir da jetzt hin? Und das Gute ist, es gibt ja Wege. Und wir probieren jetzt gerade mal Wortlay Mapping aus. Der Hintergrund ist, wir entwerfen eine IT-Landkarte und treffen darauf basierend gute strategische Entscheidungen. Und ein kurzer Exkurs. Wie baue ich so eine IT-Landkarte? Und das hat Simon Wardley entwickelt. Gibt ein Buch, das ist kostenlos, könnt ihr euch alle im Internet anschauen. Und wir fangen erst mit so einer Leinwand an. Und die Nord-Süd-Achse ist eigentlich, Norden ist, was sehen die NutzerInnen? Also was ist vorne, womit interagieren die, was wollen die? Und je weiter runter nach Süden wir kommen, sieht der Nutzer halt nicht mehr. Irgendein Rechenzentrum oder irgendeine Datentabelle. Und die Ost-West-Richtung ist eben die Sache, es gibt Neuentwicklung der Software oder dann halt so Richtung Commodity, so allerweltsware. Das ist immer da. Strom ist immer da. Das würde so weit rechts stehen. Und das Spannende an den Karten ist, die haben noch keine Topologie. Was ja eine normale Karte hätte, da sehe ich Höhengebiete, Gebirgszüge, Flüsse, wie sich da durchmeandern. Und das kann man auch alles darstellen. Und das Schöne an dieser Leserichtung ist, dass wir eine Evolution von links nach rechts haben. Die Systeme im Laufe der Zeit wandern von der Neuentwicklung immer weiter nach rechts bis zu dem Commodity. Also zum Beispiel am Anfang, Google Maps war eine Kartendarstellung, um mich irgendwo hin zu navigieren. Und mittlerweile ist das so in das Handy integriert, dass ich gar nicht mehr spüre, dass ich Google Maps aufrufe. Das ist eine Commodity geworden. Und das kann man annehmen, dass das immer so zutrifft, wenn die Technologie nicht unterwegs stirbt. Aber davon wollen wir nicht ausgehen. So, und davon auch, das gesagt, können wir das jetzt in so ein Diagramm werfen mit Achsen, also die linke Seite ist die Nord-Süd-Ausrichtung, sichtbar und unsichtbar. Und auf der X-Achse die Evolution, der hat es halt genannt von Genesis, Custom, Product und Commodity Utility.
Und wenn wir jetzt mal angucken, was so ein Stadtplanungsprozess oder ein energetischen Quartierskonzeptprozess ist, sieht das ungefähr so aus. Das ist erstmal irritierend, aber man nicht wundern, das ist jetzt meine Sicht darauf. Wir haben oben die StadtentwicklerInnen, die möchten Konzepte erstellen. Das Konzept erstellen ist ein Produkt, das bietet mir jemand anderes an, das kann ich einkaufen. Gibt es Ingenieure für, die wissen, was sie tun, das muss ich nicht selber tun. Im Konzept werden Maßnahmen definiert, bestehend aus Ist-Analyse, Potenzialanalyse, sind immer noch alle in dem Produktbaum. Die Daten werden dargestellt, gibt es auch Bestandssysteme. Wir greifen jetzt, und wo wir hinwollen, wo wir auch jetzt gerade sind, auf die urbane Datenplattform zu. Ich war mal so frei und habe das in den Custom-Spalte gelegt. Das ist noch kein Produkt aus meiner Sicht. Und der Weg Daten sammeln ist jetzt sehr weit rechts in der Commodity-Seite. Die Daten sind alle da, die wir gezogen haben. Also Marktstammdatenregister gibt es. Für alle anderen Sachen gibt es teilweise Webservice, die man einfach ansprechen kann. Wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, dass die Evolution von links nach rechts sich bewegt, wissen wir, das bewegt sich im Laufe der Zeit nach dahin. Aber was mache ich jetzt damit? Ich weiß jetzt erstmal nur, was es gibt und wie sich das einordnet. Wie kann ich jetzt eine Handlung ableiten? Und da gibt es die Idee zu sagen, ja, je weiter rechts das ist, desto mehr ist das immer verfügbar. Also benutze ich das doch einfach. Denk nicht mehr drüber nach, wo das herkommt, sondern benutze es einfach und mach daraus was Innovatives in der Genesis-Spalte. Das ist ja Energieatlas gerade. Wir haben uns einfach da die Dinge, wir wussten, das geht irgendwann nach rechts, das ist jetzt noch nicht darüber gewandert, aber es wird so sein. Dann nehmen wir doch jetzt schon mal, greifen wir vor und bauen da einen neuen Prototypen, was Neues in Energieatlas. Und dann kann es sich auch wieder nach rechts bewegen in die Commodity als Zielrichtung. Das Ergebnis davon ist dann aber noch keine gute Software, sondern mehr so ein Fake Western Saloon. Also es ist erstmal hübsch angemalt, aber wir wollen es ja benutzen. Ja, wir wollen ja Feedback sammeln können. Und um das ein bisschen ernster zu gestalten, so sieht ungefähr die Architektur aus. An der Stelle nochmal Shoutout an Charlie und Martin und Peter auch von uns aus dem Referat. Die haben so viel Vorarbeit, die haben es auch umgesetzt, die haben auch ganz viele Datenquellen rausgefunden und auch super schnell alles umgesetzt. Das war echt klasse. Und wir sehen, wir haben unten die Datensourcing-Schicht und wir haben sehr, sehr hemdsärmelig diese CSVs eingelesen. Dann wurden die präprozessiert mit FME. Teilweise wurde Geothermieatlas von der SAENA, der Sächsischen Energieagentur, einfach eingelesen. Das ist halt eine API. Da kommen die bunten Farben auch zustande. Und dann landet das alles im Bestandssystem. Im Esri, wird im Esri angezeigt. Und damit haben wir eine ganz tolle Lösung, die wir jetzt den Fachämtern zeigen können, mit denen wir in Diskussion gehen können. Was braucht ihr jetzt? Reicht das? Braucht ihr noch mehr? Wir lernen ganz viel über diesen Prozess. Das war jetzt unser Vorgehen bis zum jetzigen Stand und würden jetzt gerne ein paar Learnings noch teilen, die wir in diesem Prozess hatten. Eine der wichtigsten Sachen, und erstaunlicherweise fehlt das jetzt nie in einem Vortrag, wenn ich ihn halte, Conway's Law. Jede Organisation, die ein System baut, besonders Software-Systeme, baut ein System, das die Kommunikationsstruktur der Organisation widerspiegelt. Klingt erstmal kompliziert, wird aber vielleicht da wir überlegen, wir sind jetzt in einer Stadt oder auch in großen Konzernen, kann man das auch so sagen. Dann gibt es lange Prozesse und es fühlt sich nicht so super dynamisch an. Das dauert halt eine ganze Weile. Wir haben etablierte Silostrukturen, die man versucht aufzulösen im Laufe der Zeit. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man versucht, Innovation umzusetzen. Das ist kein Hinderungsgrund. Aber wenn man das weiß, kann man damit umgehen. Das haben wir hier genauso auch wieder erlebt. Und das Schlimmste, was passieren würde, ist, dass der Energieatlas genau in diese Silos wandert. Das wollen wir nicht. Das soll nämlich das Lagerfeuer sein, wo sich alle treffen. Aus jedem Silo darf jemand kommen. Nächster Punkt. Julius Kästner hat immer recht. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Julia hat das mal super zusammengefasst. Die Welt wird nicht besser durch Konzepte. Also machen, los geht's, worauf warten wir? Wir hatten hier Klimanotstand, die Leute waren auf der Straße. Wir haben den Schuss gehört und einfach loslaufen. Man nennt es halt jetzt so Start-up-Ansatz, kann es auch schön verbrennen mit ganz tollen Begriffen. Aber runtergebrochen, wir haben schnell einen Prototyp gebaut, dank der tollen Unterstützung. Wir folgen iteratives Vorgehen, wir arbeiten Impact-driven, also wir fragen uns, was wollen wir tun und warum. Ist jetzt auch egal, wer das jetzt gemacht hat. Wir streben cross-funktionale Teams an. Wir leben das gerade in CAD, also besser geht es gar nicht. Ja, wir haben die GDI gemischt, wir haben Energiewissen bei Julia in die Projekte vermischt, haben IT-Wissen, alles super. Vom Mindset her versuchen wir uns auf der Growth-Seite, auf der Wachstumsseite zu bewegen und nicht so in der fixen Seite. Schnelle Feedback-Schleifen sind wichtig. Sobald was neu umgebaut war, kam eine E-Mail, hey, wir haben das gemacht, guck's dir mal an. Dann sind wir raus ins Fachamt. Ja, was denkt ihr davon? Passt das? Ja, und halt Kooperation, ganz, ganz wichtig.
So unsere Learnings wollten wir gern teilen und vielleicht auch inspirieren, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. So, was kommt als nächstes? Immer der spannende Punkt. Denn jetzt kommen eigentlich die wirklich harten Nüsse. Ne? Also in Sparks, Julia hat gesagt, wir sind jetzt auf Sparks in der Monitoring-Phase, schleicht sich jetzt so ein Stück weit aus. Wir werden jetzt für uns den Energieatlas zu den Projektpartnern hin öffnen, mal testen, wie das funktioniert, was so kommunale Unternehmen sagen, städtische Unternehmen, also Unternehmen innerhalb der Stadt sagen, ob das gut ist, ob sie daran teilhaben wollen, ob sie ihre Daten einpflegen wollen. Findet man da so ein gemeinsames Planungstool? Die ersten Gespräche waren super, vor allem auch in diesem Sparks-Kontext. Und natürlich werden wir einen Bericht schreiben, weil das ja ganz wichtig ist in diesen Projekten. Und der wird ungefähr das umfassen, was wir jetzt gesagt haben. Und in CAD haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, haben auch deutlich mehr auf der Pfanne, was wir da zu tun haben. Wir machen jetzt in 2 Wochen einen großen Ämter-Workshop, den Atlas einfach mal in den Raum stellen als Lagerfeuer, mal gucken, was passiert, dann diese Gespräche fortsetzen und unser Wunsch ist, dass wir das innerhalb der Fachämter schon mal in die Prozesse so integrieren können. Mit dem Achtungszeichen ist ein Prototyp, ist ein Pilot, you name it. Rechne damit, dass mal was kaputt ist oder dass mal irgendwas vielleicht nicht aktuell ist oder so. Ja, bleibt entspannt damit. CAD ist die Challenge, Teile davon oder alles nach Open Source zu überführen. Die Karten werden wir uns dann legen, wenn wir genau wissen, was im Fachamt gebraucht ist. Aus meiner Sicht kann man die UI/UX noch verbessern, noch zielgerichteter auf die einzelnen Problemstellungen zugehen, je nachdem, was das Fachamt braucht. Wir haben sehr viele Layer übereinander gelegt in dem Esri-System. Das lädt entsprechend lange. Ich kann es nicht so gut bedienen, so ehrlich bin ich. Wir haben ja zu viele Schichten. Ich habe 0 Erfahrung mit dieser Art Systeme, die zu bedienen. Und kann mir vorstellen, dass es anderen Leuten vielleicht ähnlich geht. Wir werden ja Betriebsfragen klären müssen. Wie ist eine langfristige Datenversorgung sichergestellt? Wer wird angerufen, wenn es nicht funktioniert? Wer ist Ansprechpartner, First-Level-Support und so weiter? Also die ganzen klassischen Fragen. Und wir hatten vorhin auf einer Slide gesagt, wir wollen Simulation rechnen. Wir wollen verstehen, was Energiewende in der Stadt bedeutet, was eine Dunkelflaute ist und was ein harter Winter ist für die Versorgung. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Umgebung, ein Ökosystem, um Simulation rechnen zu können. Gerade sammeln wir Informationen, zeigen sie an. CAD heißt Zwillinge, was wäre wenn? Und das Tolle ist, wir haben jetzt in sehr kurzer Zeit geschafft, uns dahin zu entwickeln, dass wir jetzt genau davor stehen. Und zum Zeitrahmen, im Januar ging es scharf los mit dem Atlas. Nach 2 Monaten war das soweit entwickelt, dass das vorzeigbar war. Und jetzt haben wir auch eine Weile gebraucht, um erstmal Termine zu finden mit anderen Ämtern. Passt eigentlich auch noch mehr in die Learning-Spalte. Und um noch einen schönen Abschluss zu geben, die Projekte mögen sich. Wir haben jetzt das geschaffen, was die Projekte gemeinsam gemacht haben. Und den Schwung wollen wir gerne beibehalten. Und in diesem Sinne, vielen Dank.